Hallo, mein Name ist Andreas Riener. Ich bin Professor für Mensch-Maschinen-Interaktion an der Technischen Hochschule Ingolstadt und Forschungsprofessor am Institut für automatisiertes Fahren. Wir sind hier im Reimanns, dem Bistro der Technischen Hochschule Ingolstadt, und werden uns über automatisiertes Fahren und die Rolle von künstlicher Intelligenz in diesem Themengebiet unterhalten. Als Gast darf ich ganz herzlich begrüßen Annette und Xaver Pfeilschifter. Ich würde sagen, wir legen mal los, einfach mit einer Warm-up-Frage, so ein bisschen zum Warmwerden. Mich würde als erstes interessieren, einfach, dass wir einen Einstieg in das Thema finden, was Sie sich persönlich unter dem Schlagwort automatisiertes oder autonomes Fahren vorstellen. Vielleicht haben Sie da auch einen Unterschied, den Sie zwischen diesen beiden Begriffen für sich selbst nennen können. Unterschied eigentlich nicht, nein. Doch. Autonomes Fahren, automatisches Fahren. Autonom, da denkt er danach und steuert das vielleicht. Ja. Und das Automatische, das ist wahrscheinlich schon programmiert. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, meine Denkweise, aber ein bisschen ein Unterschied muss ja sein. Ein Unterschied, ist tatsächlich, das ist genau das Problem, das wir heute halt häufig auch sehen, wenn wir lesen, wenn wir Presseberichte ansehen, dass diese Begriffe nicht unterschieden werden, obwohl sie eigentlich doch unterschiedlich sind. Woran forschen Sie eigentlich ganz aktuell? Was ist momentan das Aktuellste, was Sie erforschen wollen? Was wir in unserer Forschungsgruppe erforschen im Bereich des automatisierten Fahrens, auch vielleicht, wenn wir gleich in Richtung künstliche Intelligenz auch ein bisschen sehen, das sind halt mehrere Themen eigentlich, die davon abhängen, welche Stufe des automatisierten Fahrens wir adressieren wollen. Also ein Aspekt, der da ganz wichtig ist, für mich persönlich auch und für meine Forschungsgruppe, sind halt Dinge, die in Richtung der gesellschaftlichen Akzeptanz auch gehen. Wenn es um höhere Automatisierungslevel geht, dann sind wir halt auch daran interessiert, wie ein optimales Miteinander zwischen Fahrzeug und Mensch, wie das funktionieren kann, sogenannte kooperative Systeme. Das ist auch etwas, das nicht ganz neu ist. Vom Grundgedanken her geht es halt darum, dass wir sagen, das System, das Fahrzeug, die Technik darin soll das machen, was sie gut kann, und der Mensch soll das machen, was er gut kann. Ja. Wir wissen, dass wir als Menschen gut interpretieren können, gut auch spontane Entscheidungen treffen können, ein hohes Situationsbewusstsein haben, und Technik ist halt überall dort gut, wo es lang dauert, wo es monoton wird, Autobahnfahrten vielleicht von München nach Nürnberg oder weiter nach Berlin, wo es einfach lang dauert und immer gerade dahin geht. Das kann besser die Maschine, Stadtverkehr vielleicht kann besser der Mensch. Also diese Kooperation ist ein wesentlicher Aspekt. Und das ist ja auch, das sind auch Schwerpunkte, die wir mit unserem mobilen Simulator, dem Driving Experience Lab, untersuchen, wo wir auch verschiedene Level, verschiedene Stufen, Szenarien auch vorzeigen und den Menschen auch in dieser Transferforschung, im Transferauftrag kommunizieren. Sie durften ja da auch schon teilnehmen oder sich da mal reinsetzen und das mal ausprobieren. Was können Sie uns dazu sagen? Wie waren diese Erfahrungen, mit diesem mobilen Fahrsimulator unterwegs zu sein? Da hat schon einiges gefehlt. Der Gegenverkehr, die Leute. Es ist ein bisschen alles so langsam gewesen. Ja. Und der Tacho hat nicht gestimmt. Der ist rauf und runter gesaust immer. Da hat irgendwas hat an der Elektronik nicht funktioniert. Und allem, was ich vorher gesagt habe, ein kleines Kind, das auf der Straße läuft, da müsste der stoppen. Das gehört in die Elektronik auch mit rein. Irgendwie. Ja. Also das, ich denke, da muss man noch viel investieren und viel reinprogrammieren. Also das dauert schon eine gewisse Zeit. Ja, wir sind natürlich mit dem System auch noch nicht ganz fertig, das muss ich auch sagen, zum einen. Und zum anderen ist aber genau das, auch dieses wertvolle Feedback zu sagen, ich würde mir wünschen, dass hier noch ein Gegenverkehr kommt, dass hier noch vielleicht Kinder mal drüber laufen und wir auch wirklich sehen, bleibt das stehen, dass vielleicht auch die Umgebungsbedingungen, Licht oder ähnliches mal simuliert wird. Ja, richtig, ja. An den Dingen arbeiten wir. Das kommt nicht alles von heute auf morgen natürlich, aber das ist es auch wertvoll, sozusagen zu sagen, nicht wir entwickeln so, wie wir als Forscher glauben, dass es gut ist, sondern so, wie es die Menschen, die dann drinnen sitzen, die teilnehmen, partizipativ auch die Weiterentwicklung fördern, wie sie sich das wünschen und auch vorstellen. Ja. Welche Vorteile hat das für die ganze Gesellschaft, das ganze Zeug?
Ja, also ich glaube, da kann man auch sehr, sehr vieles in der Zukunft sich vorstellen, wie das für die Gesellschaft sich positiv auswirken kann. Also wir denken nur mal dran, Personen, die heute einfach nicht die Möglichkeit haben, Auto zu fahren. Also das sind ältere Personen, die vielleicht den Führerschein schon abgeben haben müssen. Das sind Personen, die generell Einschränkungen haben, blinde Personen, die gar keinen Führerschein bekommen können. Man kann sich auch vorstellen, wenn es jetzt weitergeht in Richtung Vollautomatisierung, dass auch Kinder, also die klarerweise selbst niemals einen Führerschein haben könnten, dann auch mit diesen Fahrzeugen fahren können. Natürlich nicht selbst lenken, klarerweise, sondern nur wie in einem Taxi einfach von A nach B gefahren werden können. Also das sind so die unmittelbaren positiven Auswirkungen auf den Einzelnen. Ja, die Behinderung haben irgendwie, die irgendwo hin müssen. Die irgendwo hin müssen. Heute machen das halt Taxidienste oder es sind dedizierte Familienmitglieder, die dafür eingesetzt werden. Und eine zweite Sache, die man auch nicht, glaube ich, außer Acht lassen darf, ist es einfach, dass wir zukünftig vielleicht nicht mehr jeder ein einzelnes Fahrzeug braucht, nicht jeder einzeln die Strecke A nach B fährt, sondern dass wir einfach einen größeren Fuhrpark haben, den man sich miteinander teilt. Also gescherte, geteilte Fahrzeuge können auch dazu sorgen oder führen, dass wir einerseits weniger Verkehr in der Stadt haben, überhaupt mehr Parkplätze frei, andererseits auch höhere Auslastung der Fahrzeuge, was wiederum einen Effekt auch auf die Umwelt hat, durch CO2-Ersparnis. Das wäre, wenn ich mal von A nach B will oder wohin will, dann miete ich mir so ein Auto und lassen wir es kommen. Ja, was ist Stufe 4? Ja, Stufe 3 ist das, was eigentlich, sage ich mal, produktiv aktuell möglich ist. Das heißt, es können automatisierte Systeme selbstständig Aktivitäten übernehmen. Der Fahrer muss nicht permanent überwachen, also der kann jetzt auch zum Beispiel mal was lesen, aber er muss bereit sein, innerhalb einer gewissen Zeit, sagen wir mal 20, 30 Sekunden, von dieser Aktivität wieder sozusagen zurückzukommen, ein Situationsbewusstsein über die Umgebung zu bekommen und bereit sein, das Fahrzeug zu übernehmen. Also das heißt, könnte jetzt sein, er darf nicht schlafen? Er darf nicht schlafen, nein, schlafen darf er nicht. Bei Stufe 4 auch nicht, oder? Bei Stufe 4 schon. Und zwar, also ganz so einfach ist es nicht, aber der Unterschied zwischen Stufe 3 und Stufe 4 ist, dass wenn das System funktioniert, also wenn das System beispielsweise, wir nehmen eine Stufe 4 Automatisierung bei einem Autobahnpiloten. Das heißt, das System kann eingeschaltet werden, sobald man die Autobahn aufgefahren, also auf die Autobahn aufgefahren ist, und läuft so lange, bis dass man die Autobahn wieder verlässt. Ja, in dem Bereich ist Stufe 4 Autobahnpilot aktiv. Dann bedeutet es, dass in diesem Zeitbereich der Mensch theoretisch auch schlafen könnte, weil bei Stufe 4 im Vergleich zu Stufe 3 das Fahrzeug selbst in seinem, ich sage mal, in seinem oder im zulässigen Operationsbereich auch Probleme lösen kann. Das heißt, es würde dann, wenn es wirklich nicht mehr weiß, wie es weitergeht, sozusagen vielleicht an den Bahnstreifen fahren und dort stehen bleiben. Das hält dann automatisch. Und hält dann an. Ah ja, das lasse ich mal eingehen. Das wäre von Stufe 3 auf Stufe 4. Sie sehen, wir sprechen ja jetzt von Dingen, wir haben auch viele Probleme identifiziert eigentlich. Und das bringt mich eigentlich zu einer Frage, die mich auch wirklich brennend interessiert. Wenn Sie wissen, was alles passieren kann, würden Sie dann in ein autonomes Fahrzeug irgendwann mal einsteigen? Würden Sie sich wünschen, dass das vielleicht jetzt schon geht für Sie selber persönlich oder vielleicht in Zukunft mal? Ja, ich denke schon, ich würde es wagen. Nicht im Stadtverkehr, aber auf der Autobahn. Auf der Autobahn kann man wahrscheinlich schon fahren, Ja. Aber nicht schlafen. Also das tue ich nicht. Ich würde immer schauen, ob das auch richtig ist. Also da hätte ich Angst. Ja, also Sie haben sozusagen dieses Kontrollbedürfnis auch, in gewisser Weise zu überprüfen, dass alles okay ist. Zur Erleichterung. Jetzt haben wir über Automatisierung gesprochen, wir haben über autonom gesprochen, wir haben gesagt schon, dass es einen Unterschied gibt, den ich noch nicht näher erwähnt habe. Und dann geht der nächste Schritt rein in künstliche Intelligenz. Ich würde vielleicht dieses Themengebiet noch kurz aufgreifen, dass wir darüber noch reden. Also vielleicht als Teaser einmal zum Verständnis, Automatisierung ist etwas, das
nach irgendeinem Regelwerk funktioniert. Das sind Sensoren, das ist Programmierung, das sind so typische Wenn-Dann-Entscheidungen. Wenn da ein Fußgänger auf der Straße, dann bremsen. Solche Dinge, die sind fix programmiert. Regeln, ein Regelwerk, nachdem das Fahrzeug reagieren kann. In gewisser Weise natürlich, es geht ganz ausgeschlossen, ist Autonomie ja nicht, weil Entscheidungen ja mit Wahrscheinlichkeiten auch zu treffen sind. Aber wenn ich jetzt die reine Definition von autonom mir ansehe, dann heißt ja autonom in gewisser Weise selbst Entscheidungen zu tun, vielleicht auch nach meinem Wertesystem. Und ich kann vielleicht nur ein kleines Beispiel bringen, wo man diesen Unterschied auch sieht, diese Autonomie. Also nehmen wir mal an, wir haben ein vollautomatisiertes Fahrzeug, vollautomatisiert, höchste Stufe 5. Und Sie sagen, ja, ich bestelle mir heute eine Limousine, weil ich möchte nach München in die Oper fahren. Sie bestellen sich das vollautomatisierte Fahrzeug, 19 Uhr, es kommt um 19 Uhr, fährt sie nach München in die Oper, holt sie danach wieder ab und fährt sie nach Hause. Das wäre so ein typisches Szenario, Sie brauchen sich um nichts kümmern, fährt selbstständig, parkt selbstständig, liefert sie vor der Oper ab. So, und jetzt haben Sie ein vollautonomes Fahrzeug, gleiche Situation. Sie rufen das, wollen in die Oper nach München. Und was macht das Fahrzeug? Es kommt natürlich her, fährt aber dann nicht in die Oper, sondern fährt ins Autokino. Weil es sagt, ja, in der Oper kann ich nicht rein, fahren wir doch ins Autokino, dann habe ich auch was davon. Also es trifft selber eine andere Entscheidung. Ist jetzt ein blödes Beispiel vielleicht, aber das zeigt eine gewisse Autonomie, halt sagen, ja, für mich wäre das ja besser, wenn ich auch was mitbekomme. Also es gibt schon einen Unterschied, das ist natürlich jetzt ein bisschen Künstler, ein bisschen weit hergeholt. Ja, da muss der das Hirn haben, da muss der überlegen können. Aber der muss überlegen, also der muss selber, ich meine, ob da jetzt Intelligenz im Spiel ist, ist natürlich noch eine andere Sache. Aber die Sache ist halt schon die, automatisiert ist eher regelbasiert, autonom erfordert schon, ja, sagen wir mal, eine gewisse Art von Wissensbasis, die ich mir selber auch erlernt habe. Und da kommt dann künstliche Intelligenz ins Spiel, dass halt das Fahrzeug oder die Technik, die da verbaut ist, die Algorithmik, die verbaut ist, mitlernt. Und künstliche Intelligenz heißt halt, wir haben Systeme im Einsatz, die sich selbst lernen und die wir von außen nicht mehr kontrollieren können. Wir wissen nicht mehr, wie das innen funktioniert. Also das sind Systeme, die sind sogenannt nicht deterministisch, die sind nicht berechenbar, die sind nicht auf Regeln basiert, sondern lernen selber basierend auf dem, was sie halt sehen. Und das hat natürlich eine gewisse Gefahr, weil wir natürlich nicht wissen, was es gesehen hat und wie es lernt. Das können wir nicht wirklich kontrollieren. Und da ist halt die Frage, natürlich hat es Vorteile, es geht alles viel schneller vielleicht, man braucht nicht so viel programmieren, es ist adaptierbar auch an Alltagssituationen. Wie stehen Sie gegenüber persönlich? Sehen Sie künstliche Intelligenz als Technologie in einem automatisierten oder autonomen Fahrzeug als etwas, was Sie sagen, finde ich gut, sollte weiter erforscht werden, oder sagen Sie, na lieber alles programmiert, aber dafür dauert es vielleicht länger, ist aber sicherer, möglicherweise. Also das ist jetzt nur eine Vermutung. Also wäre eher für das Programmierte, als wird das, dass der einfach selber entscheidet, wo er hinfahren soll. Ja. Oder was sagst du dazu? Eigentlich schon das Programmierte. Ja. Also eher automatisiert und nicht autonom. Sicher, wenn es halt länger dauert. Ja, aber da ist das Ziel eingegeben und da fährt er hin. Fertig. Dann fährt er halt über Umwegen. Nicht, dass der selber entscheidet, jetzt fahre ich woanders hin. Ich will ja nicht das Kind, ich will da hin. Dann entscheidet der selber, ja, fahr da hin. Das haut nicht hin. Ja, also wir haben natürlich jetzt... Dann müsste dann noch eine Computerstimme sagen, um nochmal sicher zu gehen, bis Navi, Verkehrsstau, wir fahren eine andere Strecke. An die Strecke, aber An die das Ziel, Strecke. der kann nicht einfach an das Ziel Und dass das annehmen. Ziel immer dasselbe bleibt. Also die Kommunikation ist immer ein Aspekt, der wichtig ist, und vielleicht auch sogar die Rückversicherung, zu sagen, ich habe festgestellt, da ist ein Stau, ist es okay, wenn ich da rumfahre, oder soll ich lieber warten quasi? Also so diese letzte Instanz der Entscheidung dann wieder beim Passagier, sofern er natürlich fähig ist zu entscheiden. Wenn er gerade schläft, kann er das nicht. Aber wenn ich sozusagen aktiv im Fahrzeug bin, auch eine Möglichkeit habe, das zu entscheiden, das ist zumindest die Möglichkeit,
erwogen wird, zuerst die Rückbestätigung einzuholen und erst danach zu agieren und nicht selbstständig. Ich denke, das kommt irgendwann. Das kommt sicher irgendwann und ich glaube auch, dass viele dieser Fragen noch weiter diskutiert werden können. Ich möchte an dieser Stelle vielleicht, ich glaube, das ist auch ein schönes Abschlusswort, dass wir mit Automatisierung auch was für die Umwelt tun können. Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie heute mein Gast waren. Wir werden hier noch mehrere ähnliche Gespräche auch hören und am Ende findet man dann auch den Höhepunkt in der KI-Wissenschaftswoche, die im November stattfinden wird. Dann bedanke ich mich ganz herzlich nochmal und schließe die Diskussionsrunde hiermit ab.